3, 2, 1. Here we go! Da. Hallo meine Freunde, da bin ich wieder. Ja, und ihr seid auch wieder alle da. Hallo Harley Frankie, 77, moin. Ja, super, es geht wieder los. Ne? Also heute Montag, 19 Uhr. Mal gucken, wir sind pünktlich, oder? Ja, ne? Ja, 19 Uhr. Ja. Ja, Leute, was haben wir denn heute? Erstmal, der Herbst ist da. Der Herbst, ja. Schöne Grüße ins Fichtelgebirge. Ihr könnt ja mal so sagen, wie bei euch das Wetter ist. Also bei mir ist das hier so ein bisschen wechselhaft. Ne? Ist noch nicht ganz so kalt, aber stürmisch ist es teilweise ja schon gewesen. Und ja, ja, hallo André, schöne Grüße. Mr. Schlichem in die Schwäbische Alb, ja. Deinhard, ja, das sind ja wieder die ganzen bekannten Namen und Gesichter kann man ja nicht immer sehen, ne? Aber man sieht ja hier eure Avatare. Hallo Markus, schöne Grüße. Ja. Don Ajax, Südhessen. Okay. Roland Reismann, leichter Schneeregen. Oh Gott, oh Gott. Also das hört sich ja nicht so gut an. Ja, also bei mir, ja, also Schneeregen ist ja nun überhaupt nicht das, was wir gebrauchen können. Ne? Also, ja. Naja, gut, bei mir ist das, ich weiß gar nicht, was für Temperaturen wir hier eigentlich haben. Ich muss mal kurz gucken. Also ich wohne ja hier in der Nähe von Kiel, hier oben im Norden. Also, ich weiß gar nicht. 9 Grad. Naja, ist jetzt nicht so der Hit. Aber so richtig kalt, gefühlt ist es nicht so kalt. Ja, aber da müssen wir uns jetzt wohl dran gewöhnen. Ne? Und ups, jetzt läuft der Chat hier. Aber hallo Rosetta, schöne Grüße. Ja, ab in den Herbst. Ja, ja, genau. Hubert, schöne Grüße nach Villach, nach Österreich. Ja, schöne Grüße nach Hessen. Der Oliver ist auch dabei. Ja, genau. Wetter in Darmstadt auch bescheiden. Okay, dann geht's hier genauso wie den anderen, würde ich sagen. Wolfgang, du bist ja mal wieder, bist du mit der Weideste jetzt, würde ich mal sagen. Schöne Grüße nach Irland auf die Insel. Und ich hoffe, bei dir ist das, ja, bei dir wird es sicherlich auch stürmisch sein. Da gehe ich mal von aus. Also, ne? Wolfgang, bei dir, sag mal, ein, zwei Fragen habe ich nachher noch zu dir. Also so speziell so Linksfahren und sowas. Ob du da mal, du kommst ja nun, lebst ja in Irland und wie das so bei dir ist, ob du so mal, ob du das Gefühl, also dieses Linksfahren, vergisst du das mal, dass du das musst? Also das würde mich mal interessieren. Ja, hallo Martin, schöne Grüße nach Paderborn. Thorsten, Stormann, ja, dir wird es ähnlich gehen mit dem Wetter wie bei uns hier. Daniel, auch 9 Grad, ja. In Linkenheim, ja. Ja, 6 Grad und Regen in Remscheid. Okay, du toppst die ganze Sache hier nochmal. Also 6 Grad ist nur wirklich nicht schön. Frank, im stürmischen Bayern. Ja, was ist denn bei euch los? Wieso habt ihr denn Sturm? Bei dir hätte ich jetzt ja schon mit Schnee gerechnet, ne? Ja, Carsten, Landkreis München, ja, da muss ich auch noch mal irgendwann jetzt die Tage hin. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Thorsten Salz, ja, hallo. Michael, Schweinfurt auch dabei. Temperaturen egal. Wir im Norden haben Sonne im Herzen. Geiler Spruch. Werner, der ist gut. Wir haben Sonne im Herzen. Ja, ich ja jede Menge, ich sowieso. Hallo Annika. Ja, schöne Grüße wieder nach Gelnhausen. Oh. Du bist heute im Regenmoos unterwegs, Klaus. Das ist ja nicht so schön. Aber dann, ja, gut, im Ruhrpott, ne? Schöne Grüße nach Dresden. Hallo Rico, ja, schöne Grüße auch an deine Liebste. Und umgeräumt im Zimmer mit Mobile. Ja, genau, du hast aufgepasst. Ich bin ja immer noch so ein bisschen in der Findungsphase. Jetzt nervt mich hier, warte mal, dieses Kabel, das muss jetzt, ich mag keine Kabel. Also wenn ihr mein Wohnzimmer sehen würdet, mein Fernseher, da hängt ein riesen Fernseher an der Wand, da ist nicht ein Kabel zu sehen. Also ich mag sowas nicht mit den Kabeln. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich die Kabel da wegkriege, ohne die Wand zu zerstören. Wahrscheinlich komme ich da aber nicht drum rum. Ja, also das Kabel muss weg oder ich muss mir da eine Batterie hinterbauen hinter das Schild. Das ist auch blöd, aber könnte man ja auch machen, ne?
Ja, also ich bin noch am Bauen. Auf dem Regal, ja, was denkst du denn? Man kann das jetzt nicht sehen, was da drauf ist. Weiß nicht, ob einer das erkennt. Ich habe hier noch eine andere Kamera, die kann ich gleich mal draufhalten. Ob da einer erkennt, was das überhaupt ist da, was ich da habe. Genau. 5 bis 9 Grad auf der Alp. Grüße aus Graz. Heute nochmal zurückgelegt, Regen und Wind. Oh, Regen, Wind, ja. Schöne Grüße nach Prag. Hallo Matt. Ja, Wolfgang, also links fahren ist easy, nur links schalten war am Anfang nervig, aber mit dem Bike gar kein Problem. Okay, ja, mit dem Autofahren, ja stimmt, wenn du das so machst, bist ja dann so, das ist ja eine ganz andere Welt, ne? Aber ich weiß so, in Österreich ist ja auch mal einer da so mit seinem Camper da falsch gefahren, also das kann ja auf beiden Seiten, ist es ja immer. Also ob das jetzt einer ist von England oder wie auch immer, wenn irgendeiner das Linksfahren gewöhnt ist und fährt dann hier bei uns, wenn der morgens da irgendwie mit brisig mit dem Kopf da irgendwie losfährt, ganzen Kopf voll und dann, ja, das ist schon blöd, ne? Und das ist ja andersrum genauso, wenn wir jetzt in Irland oder England unterwegs sind, dann musst du echt umdenken. Ich habe es noch nicht gemacht. Also ich will ja noch mal darüber, gerade ja zu dir runter, Wolfgang, also das habe ich ja eh noch auf dem Zettel. Ich will mal hoffen, dass ich das nächstes Jahr irgendwie da reinkriege in meinen Plan. Und dann habe ich ja dann auch so diese Sache mit dem Linksfahren. Naja, also wenn du sagst, alles easy, bin ich dabei. Dann wird das wohl easy sein. Und sonst wollen wir ja mal sehen. Ne? Ja, starker Regen. Oh, am Alpenrand. Starker Wind und Regen. Na. 9 Grad, Udo, Brandenburg. Okay, dann geht das euch so wie bei mir hier. Dann zieht das wahrscheinlich hier so einmal so, die Temperatur haben wir da wahrscheinlich einmal so, so eine Wetterzone. Hallo Softie, Michi, ja. Werner aus Neuwied, schöne Grüße. Harley-Teile, ja. Naja, das ist schon was Schönes, das ist schon was Geiles, was ich da stehen habe. Also das will ich schon mal gesagt haben. Also ich find's geil, ist nicht jedermanns Sache. Ich weiß nur nicht, ob jeder... Das ist eigentlich was, das gibt's nicht mehr zu kaufen, was ich da stehen habe. Und ein traditioneller Hersteller ist das gewesen. Ich weiß jetzt nicht. Hallo Jörg, du bist ja auch am Arbeiten. Das ist natürlich gut. Dann hast du ja hoffentlich auch ein bisschen was zu tun. Ja. Gut, wo fangen wir jetzt mit an? Extreme Böen und Regen. Eieiei. Naja, das ist ja jetzt nicht so schön. Doch, ich hab's ja auf dem Plan. Ich habe das wirklich auf dem Plan. Ich habe das seit 3 Jahren schon auf dem Plan. Aber jetzt, ich wollte dieses Jahr hat es ja fast geklappt. Aber da war wirklich irgendwas. Aber ja, doch, ich muss da auch mal hin. Die ganze Gegend kenne ich überhaupt nicht. Also weder England da die Strecken und da ist ja so eine super schöne Strecke. Ich habe mir das ja schon alles ausgemalt, wie ich dazu hinfahren will. Und ich bin die Strecken ja auch schon mit Google gefahren. Also, ich habe mir das schon alles angeguckt, was da ist. Und das ist ja wirklich schön. Das lohnt sich ja auf jeden Fall, da mal runterzukommen, ne? Oder rüber. Schöne Grüße nach Fechter. Hallo Matthias, ne? Und Hessen, der Thomas ist auch dabei. Ja, also, denn ich fange erstmal mit irgendwas Neuem an. Also, ich sagte ja, weiß ja nicht, ob ihr das jetzt alle so lest, was ich da so immer alles schreibe, aber ich hatte jetzt dann gerade von diesem von der Milwaukee-Nummer erzählt. Und es geht jetzt tatsächlich am 3. werden die Carry-Over-Modelle vorgestellt. Also da kann auch sein, dass ich schon live welche zu sehen bekomme. Das weiß ich Montag. Also wenn ich nächsten Montag, ich werde mal versuchen, ich wüsste jetzt nicht, warum ich das nicht machen soll, also von unterwegs irgendwo einen Livestream aufbaue, dann bin ich irgendwo hingeflogen. Dann bin ich weg. So und, aber ich werde es trotzdem so versuchen, um 19 Uhr online zu sein. Sonst würde ich euch irgendwie auf dem Laufenden halten. Und am Dienstag kriegt ihr dann, wenn ihr wollt, da werde ich auch irgendwie zwischendurch mal live gehen. Am Tag, ich habe die Uhrzeit vergessen. Ich weiß nicht mehr wann. Dann würde ich habe das noch nicht 100%, aber am Dienstag würde ich dann vielleicht schon mal irgendwie, da gibt es auf jeden Fall Infos zu den Carry-Over-Modellen, also Modelljahr 2026 von Harley. Das sind dann die neuen Farben. Also für die nicht wissen, was Carry-Over-Modelle sind. Das sind alles die Fahrzeuge, die sie dann vorstellen.
Und das ist jetzt ja auch schon eine geniale Sache. Normalerweise ja ist Januar, manchmal hast du Ende Dezember schon mal welche gesehen. Und jetzt Anfang November, das ist schon mega. Und dann weißt du, welche Farben es im nächsten Jahr gibt. Also bei den Fahrzeugen, die keine technischen Veränderungen haben. Also, das sind ja die meisten. Da ist ja, was ich sag mal so, also diese, so wie jetzt Street Bob und so, da gibt es nur neue Farben. Da gibt es nichts Neues. Also nicht, das würde an mir jetzt, das hätte ich gehört, wenn da jetzt wirklich irgendwie was Krasses wäre oder so. Weil die haben jetzt ja erst das Update gehabt, ne? Also da ist jetzt der 117er Motor drin, die Fahrmodis sind da drin und so. Ich sag mal, das hatte ich auch schon mal in meinem Bericht geschrieben. Die haben ja jetzt bis zum 31. Oktober, wer da noch drüber nachdenkt, sich eine zu kaufen. Also wie auch immer. Du kriegst ja jetzt immer noch diesen Bonus. Und das muss man mal, manche vergessen es ja sicherlich auch immer. Ich erinnere da noch mal dran. Normalerweise gibt das auch eine vorverlegte Fußraste mit Einbau. Also mit Einbau für die Street Bob, die neue. Also das ist ja nur mal so, da müsst ihr, wenn das irgendwie ein Verkäufer oder so, das soll ja nur ein Tipp von mir sein, dass euch das dann nicht irgendwie verloren geht. Ne? Also wenn ihr schon mal irgendwie, macht man ja nicht jeden Tag. Da müsst ihr nur mal drauf achten, dass sie das nicht vergessen. Ne? Nur noch mal so gesagt. Also es gibt jetzt immer noch viele Bonussachen, also die Ultra und so weiter, die haben sie auch noch mit drin und Panamerika sowieso. Also diese ganzen Sachen, da gibt es auch jede Menge. Aber wie gesagt, denn nur im November ist das ja vorbei. Ne? Also wenn du dir jetzt erst noch die neuen Farben angucken willst, dann wird es vielleicht kompliziert. Außer du hast ja irgendeinen, der das mitmacht, aber dann kriegen sie ja den Bonus von Harley nicht mehr. Also, genau. Also ja, und am 3. werden sie die Farben vorstellen. Ich sag ja auch. Also letztendlich ist es ja nur Interesse halber. Kauft sich ja nicht jeder, aber man will ja schon sehen, was Harley da für neue Farben bringt und was da so läuft. Ne? Oh, ach so. Ja, genau, Matt. Beim Linksfahren, Moped ist einfach immer am Überholen. Ja, klar. Immer ans Überholen denken. Im Auto geht's auch, aber wie es ist ländlich und kein Verkehr, da wird man schnell verleitet, falsch zu fahren. Ja, wenn du keine Mittellinienbegrenzung hast, haben wir ja bei uns auch manchmal, ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es eng wird. Hallo Mario, schöne Grüße nach Eulenhausen. Ich mach das toll. Danke. Ja, nein, das war der falsche. Ich habe hier irgendwo noch einen Klatscher. Wo ist der denn? Ne, das ist er auch nicht. Scheiße. Oh, nee, du. Jetzt habe ich das alles verstellt. Na. Nur wo habe ich das jetzt gemacht? Da. Alles klar, jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Rege ich mich hier wieder so auf. Gleich wieder alles verstellt. Ja. Hallo Udo, schöne Grüße in die Schweiz. Ja. Genau, und ja, wie gesagt, also wenn es um diese neuen Modelle geht da, also zumindest, das sind ja nur die neuen Farben. Also keine neuen Modelle, ne? Nur neue Farben. Und ich finde gut, dass sie die so jetzt vorgezogen haben. Und ja, mit der Panamerika kann ich damit fahren, auf jeden Fall. Naja, nicht ganz vielleicht, aber die hält schon, die zieht schon gut durch. Also ja. Aber mit der Shovel. Bernd. Ja, also wie gesagt. Genau, Jörg, das ist gut. Ich finde es auch gut, dass sie die jetzt wieder ein bisschen früher rausholen. Und ich denke mal auch, dass wir im nächsten Jahr schon zum Ende des Jahres also auch die 6 und die 27er Modelle dann früher sehen werden. Die werden das vorziehen. Das werden die wieder vorziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass alles, was ich da so gehört habe, hier und da. Und naja, am Ende ist es halt, das gehört dazu. Ne? Ich finde es eine interessante Sache, wie sich da die Firma wieder neu findet. Und das sind ja auch positive Vibes, die sie da jetzt übertragen. Und das haben sie jetzt ja in Milwaukee auch auf der Dealer-Show gemacht. Ich sage ja, da sind ganz viele Händler wieder mit einem neuen Schwung nach Hause geflogen. Wenn wir hoffen, dass sie das auch, dass sie da auch dranbleiben. Genau, Mario. Die Harley-Sardinia-Touren, ihr glaubt das nicht, wie aufwendig das ist. Ne? Also ich habe heute wieder viele Gespräche gehabt zu dieser Sardinien-Tour. Wir suchen jetzt ja die ersten Daten. Also hast du da Bock drauf, Matt? Jetzt mal bei dir die Frage, hast du ein eigenes Moped, was du mitnehmen willst, oder willst du da Panamerika fahren?
Weil das ist so die Sache. Ich habe bis jetzt so 5 Panamerikas, die ich da zur Verfügung stellen kann, für die, die das mal fahren wollen. Aber wir können auch, da können auch welche mitfahren. Also spätestens im Januar geht's los und ich versuche jetzt noch, ist ja wetterabhängig, aber ich muss so mindestens 8 bis 10 Leute dann auch zusammen haben. Ne? Und weil sonst lohnt sich das alles gar nicht, weil je mehr, also es sollen ja auch nicht zu viele sein. Wir müssen eine gute Gruppe haben, 10, 12 Leute. Dann wird es auch preislich für jeden, sag ich mal, weil ja die Unterkünfte und alles das mit, wenn einer jetzt noch ein Bike rüber haben will, dann brauchen wir ja auch eine gewisse Zahl an Bikes, damit sich der Transport lohnt. Ne? Also wenn ich jetzt nur die 5. habe von Harley und 3 noch da mit wollen, dann wird es schlecht. Also mit 8 Mann wird es auch gehen. Aber nur 3 Bikes darunter, weiß ich jetzt nicht. Also es sollten schon 5 Bikes mindestens zum Transportieren sein und 5 sind da. Und wenn wir so, wenn es irgendwie mehr wird besser. Aber Januar ist schon so, ist da schon was im, so, wir suchen den Termin noch, ne? Oder die Termine, wir machen ja mehrere. Vielleicht so 3, 4 Stück im Frühjahr. Und dann irgendwie so, und dann wollen wir da ein bisschen fahren ich will ja eigentlich im Dezember noch einen machen. Und dann wollen wir da ein bisschen fahren auf Sardinien. Ja. Oh, ja, jetzt habe ich, genau, schöne Grüße nach Linz. Ja, auch dabei. Das ist sehr, sehr schön. Genau, Sardinien, da bin ich jetzt bei. Beruflich fahre ich 50 Jahre UK, ja. Erfahrung nicht immer einfach, dort zu fahren. Auch die Speeding-Tickets haben es in sich. Oh Gott, ja, also zu schnell fahren darfst du da auch nicht. Na. Volker, kennst du die neue und einzigste Farbe der 226er Rotlight CVOST? Nee, da wirst du auch nichts finden. Nee, wo willst du die finden jetzt? Also wenn die jetzt irgendwo einer liegt, dann kann er seinen Hut nehmen. Also da wirst du noch nichts finden. Diese Farben, die kommen da noch nicht raus, oder? Obwohl, warte mal, die Farben, das kann natürlich schon sein, dass die Farben schon jemand hat. Wenn sie die jetzt, also ich würde mal sagen, ab 3. November könnte das sein, dass sie die Farben rausrücken. Dann müsste das eigentlich auch die Farbtafeln schon geben. Aber Bilder wirst du noch nicht sehen. Nur die Farbe. Ich bin mal gespannt, weiß ich nicht. Warte mal ab am 3. Dann habe ich auch noch wieder mehr Infos. Also 3. November, ne? Also irgendwann da werde ich im Ausland sein, so wie das aussieht. Bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das mache. Aber ansonsten haue ich nächsten Monat erstmal ab und dann bin ich Mittwoch wieder zu Hause. Ja. Hab eine Rotlight CVO, war auch letztes Jahr auf Malle mit SKS. Genau, ja, da war ich nicht, aber das kann man ja schon mal machen, ne? Das ist ja so zum Jahresende auch eine super Sache. Also wenn da so wenn du da so ein bisschen das Wetter mitnimmst und die machen das ja wirklich auch super, muss man echt sagen. Also da in dieser Kombination mit dem Hotel und da sind ja dann nur Biker in dem Hotel. Also nur die da, also zumindest, ich glaube, diese Woche, also entweder 5 oder 7 Tage, ich weiß gar nicht, wie lange das da jetzt genau noch geht, aber in der Zeit sind dann auch nur Biker im Hotel, also überwiegend. Doch, das kann man mal machen. Das ist also, genau. Wo ich immer in Dresden penne, hallo Ronny, im Hotel, Elbflorenz penne ich immer. Habe ich ja mitunter auch mal einen Gutschein. Also wenn du da zum Event oder so da pennen willst, dann habe ich da Harley-Side irgendwas. Musst du da mal die Chefin da mal fragen. Da gibt es immer 15% pro Tag. Also, oder 15 Euro oder irgendwas hat die da immer gemacht. Also, ja, also die Elbflorenz, da kriegst du dann auch in Sachen, also in Verbindung mit mir Rabatte. Da brauchst du nur mal einen Namen irgendwie sagen, hier Harley-Side oder was, aber du müsstest die Chefin da haben. Oder mich mal fragen, wenn das nicht geht. Wenn du direkt buchst, ne, ohne Portal, also dann geht das. Also ohne Portal kriegst du da dann Rabatte. Ja, hallo Steven. Schöne Grüße in Osten, ja. 7 Tage ist, ja, ich nicht. Ich habe ja nun erstmal, die Händler haben für die CVOST auch schon die Farben schwarz, orange, grau, blau. Also sind sie doch schon da, die Farben. Guck mal hier, hast du gehört, Rico?
Dann haben die schon die Farbtafeln gekriegt. Dann ist das okay. Ja. Also, irgendeiner, ja, weiß nicht, ob sie die auch zeigen immer. Das ist immer so die Frage. Manch einer macht das, manch einer nicht, ne? Aber das glaube ich glaube, die dürfen, also spätestens ab 3. Aber was ist bei der Farbe jetzt los? Eigentlich nichts. Also, wenn du jetzt wirklich da Bock auf so ein Ding hast, dann wird dir schon der eine oder andere die Farbe zeigen. Hallo Andrea, schöne Grüße. Ja. Ist im Übrigen ja auch ein geiler Bock, die CVO Rotlight ST. Ich bin natürlich eher so der Touring-Fahrer, aber so was die kann, das ist schon geil, ne? Also, aber sie ist natürlich der Spaß an der Sache. Du bist natürlich, aber das bist bei Anna ja auch, ne? Also, ich fahre die unheimlich gerne, ne? Also diese CVOs generell. Also, ich weiß ja nicht, wie ich das erste Mal die CVO ST gesehen habe, ne? Ich bin ja begeistert, dass sie sowas überhaupt bauen. Also, für mich ist sie jetzt für meinen Tag, also für meine Fahrerei, was ich so reiß, da ist sie nicht das Richtige. Aber ich finde den Bock einfach geil. Geil, dass sie es gebaut haben, dass sie es machen, dass da jemand seine Freude mit haben kann. Das finde ich eigentlich ganz geil. Aha. Also Sardinien möchte ich gern machen. Bin wie gesagt gespannt. Panamerika würde ich auch gern nehmen oder mit meiner Rotglide. Okay. Ja. Wie gesagt, Panamerikas habe ich bis jetzt nur 5. Und die dann da sein sollen. Und das müssen wir dann nochmal sehen. Aber ich muss das jetzt die Tage, ich werde ja bei mir auch da so einen Seitenbereich einbauen. Da, und dann werde ich da jetzt, Udo, du fährst ja auch so eine. Ich weiß, Spaß kostet. Ja, die sind aber auch geil, oder? Das macht ja so einen Spaß. Und wenn du dann siehst, die normale 121er VVT, die geht ja schon los wie die Rakete. Und die dreht ja von unten los und macht ja wirklich Spaß, gerade im Sportmode. Aber die ST, die ist ja dann schon weg, ne? Durch diese kürzere Übersetzung, die hat sie ja, und der Motor ist ja nun mal eine andere Charakteristik, aber das ist schon ganz geil, das Ding. Ja, ja. Der größte Unterschied ist der Motor, Carsten. Ja, der Motor ist der Unterschied. Also der CVO-Motor, das ist ja der 121er VVT-Motor mit der variablen Ventilsteuerung. Und der hat ein anderes Drehzahlverhalten. Also der dreht eigentlich gleichmäßig bis zu, ich glaube, 5000 oder was haben wir denn da eigentlich? Mal 4.500, 5000 drehen die so. Und du hast von unten rum sehr früh schon Feuer und auch bis oben rum durchgängig. Also durch diese variable Steuerung. Das macht richtig Bock. Also das macht einfach Spaß. Und der 121er Motor, der hat ja eine andere Nockenwelle und so. Da ist das einfach krawalliger. Die ist einfach so auf Zack. Das kann Udo, glaube ich, auch am besten noch mit erzählen, wie das Ding abgeht. Aber so, die ist einfach viel bissiger. Ne? Also die ist jetzt nicht so auf Touring ausgelegt wie die normale CVO. Aber sie haben beide reichlich Feuer und das ist auch ein erheblicher Unterschied zum 117er. Also ich fahre den 117er unheimlich gerne, weil das auch wirklich ein sehr guter Motor ist. Also der macht auch wirklich Spaß von unten rum. Der ist eigentlich schon ausreichend, muss ich eigentlich ehrlich zugeben. Aber ich fahre den 121er so gerne, da habe ich mich so dran gewöhnt. Naja. Hallo nach Norwegen. Schöne Grüße, Dirk. Ja, jetzt ist, ich muss eine von meinen Böcken, glaube ich, zurück. Also ich muss jetzt irgendwie, ich weiß das auch noch nicht so genau. Streuen sie bei dir eigentlich Salz, du? Streuen die da Salz bei dir? Ich will ja irgendwie nochmal los. Ich bloß keine Zeit. Ja. Ja, Probefahren ist schwierig, Jörg. ST. Ich bin ja mal eine aufgemachte gefahren, also die über 200 läuft, ne? Also das ist ja die Hölle, Alter. Und dann so mit so einer Jaggle da dran, das Ding rummelt und rührt da habe ich habe da ein Video. Alter, wo ist das Video jetzt? Ich muss mal kurz gucken, ob ich das irgendwo hochgeladen habe. Also ich habe ja ein Video dazu, wie ich mit der 121er über die Autobahn genagelt bin. Na, finde ich jetzt nicht wieder. Also das ist ja wieder blöd. Aber ich kann ja generell, ich habe so viel Videosachen. Ich müsste eigentlich mal ein paar Videosachen hochladen hier. Also auch so von meine Geschichten. Ich war ja lange auch bei Paul drüben, OCC, und so behind the scene. Also ich habe ja ganz viele Videoaufnahmen
von Momenten, wo die Fernsehaufnahmen waren, weil ja viele mich auch immer fragen, ob das wirklich alles so ist, wie es ist bei OCC, also American Shopper Show, ob das wirklich immer alles so war oder ob das geskriptet ist oder so. Nee. Und da habe ich auch Videoaufnahmen zu, weil ich neben den Aufnahmen auch gefilmt habe, wie es eigentlich immer war. Also solche Sachen habe ich eigentlich alles. Das müsste ich eigentlich alles mal hochladen hier. Da kann ich den ganzen Abend mitfüllen. Ja, genau. Probefahrt machen ist schwierig mit der CVO-ST. Beide kriegst du eigentlich nicht. Farben sind noch unter Verschluss. Manne, die Farbtabellen, die sind doch schon früher draußen, oder? Nächste Woche kommen noch die Carry-Over-Modelle. Sind die da nicht auch schon bekannt? Ich blicke auch immer nicht durch mit den Farben. Ja, genau, Rico. Fahrwerk, Sitz, alles. Ja, ich habe da natürlich jetzt nur vom Mono geredet. Das ganze Fahrwerk, die ST hat ein Showa-Fahrwerk. Zu den Fahrwerken kann man ja auch generell nochmal sagen, weil ich da ja auch immer am Rumoperieren bin. Also gerade, ich fahre jetzt ja noch eine CVO Streetlight. Und gerade bei der war das ja immer so, dass man immer von diesem Aufpendeln geredet hat. Und ich bin ja nun viel am Fahren. Und ich fahre ja nun alle. Und ich hatte das auch. Und ich befürchte fast, dass wegen mir mal der Rückruf kam, weil bei mir hatte das mal richtig gewackelt. Da war die aber auch nicht eingestellt. Das wusste jetzt keiner, weil ich habe den Bock gefahren, bevor das Handbuch draußen war. Und dann fing sie an, bei mir zu schaukeln. Und im Handbuch ist eine Tabelle drin, wie man den Bock richtig einstellt, also die Federvorspannung hinten. Und ich habe festgestellt, also der Luftdruck hinten vorne, der ist unheimlich wichtig, dass der stimmt. Da darf nicht zu wenig Luft auf dem Reifen sein. Das ist unheimlich wichtig, gerade bei der Streetlight. Und ich habe jetzt bei mir alles auf 50 eingestellt. Also die Fachleute da, die es einstellen, so Harley-Händler, die wissen, was das ist. Ich glaube, 10% mehr als im Handbuch, weil man sich mit seinem eigenen Gewicht auch immer belügt. Hast immer noch Jacke an oder irgendwas. Ich sagte, ich habe gar kein Schwingen mehr. Und das Fahrwerk liegt wirklich satt bei mir jetzt. Und das liegt daran, dass ich es echt ein bisschen härter eingestellt habe, als ich es eigentlich sollte. Und ja, also das Fahrwerk ist wirklich auch ein Unterschied in die Carbon-Teile. Du hast vorne nur 2 Lautsprecher bei der ST, bei der normalen CVO hast du hinten auch noch welche. Also du hast bei der ST größere Koffer. Ja. Und naja, da sind die andere Übersetzung, die hat vorne mehr Zahnräder, meine ich. Und also Zahnräder, eine andere Welle, also, oder? Also dieser Riemen, da ist eine größere Übersetzung vorne drauf. Also, ja. Und die dreht mehr durch die Nockenwelle. Die hat auch eine heiße Nockenwelle drin. Das ist ja dieser High-Output-Motor, meine ich, so schimpft sich das doch. Und dann drehen die genau bis 5,9. Hier, Thomas hat's geschrieben. Ja. Ja, genau. Die dreht bis 5,9, so ist das. Genauso wie die anderen High-Output-Modelle, die 121er, die 117er Lowrider S. Die ST hat auch den High-Put, ne? Ja. Genau, die beiden gehen auch bis 5,9 hoch. Genau, Udo. Chip-Tuning und eine also Dynojet drin, ne? Ja. Und eine Castech verbaut. Ja. Das kannst du auch machen. Also, ist schon cool. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wo ich das jetzt hab hier. Ich könnte ja mal gucken, wo ich das Video habe. Habt ihr denn schon mal gesehen, was ich da nun da hinten hab? Also, was das da im Regal, was da bei mir los ist? Ich muss mal einmal in mein Netzwerk rein hier. Dann kann ich da einmal gucken. Ja. Nur auf der E6? Ach so. Sommer ist besser. Ja, genau. Also streuen sie bei dir auf der E6, die Europastraße da, ne? Moin Klaus. Schöne Grüße nach Kassel.
Farbkarten sind schon beim Händler, ja. Der Mann ist aber auch Händler. Der müsste eigentlich auch eine haben. Oder sie schicken ihm keine Farbkarten mehr, weil er frech war. Kann natürlich sein, dass der Mann wieder unbequem war. Mann, kriegst du keine Farbkarten mehr? Was ist hier los mit meinem Bild? Ja. Klaus, heimlich was zeigen, genau, unterm Tisch. Unterm Tisch, Klaus. So läuft das. Also mein Aufbau schaukelt sich extrem. Ja, also pass auf. Also das, was auch nicht mal unterschätzen darfst, ist dieser Luftkanal. Du musst diesen Schlitz auf 3/4 machen, dass er auf ist. Und also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was du wiegst, aber ich wiege so 105, manchmal auch ein bisschen mehr, aber plus Klamotten. Und ich habe bei mir 50 hinten eingestellt. Also die wissen dann auch, was das ist. Also da kannst du das so ein bisschen, und wie gesagt, es gibt eine Tabelle und Luft darf auf keinen Fall zu wenig sein. Also das ist ein merklicher Unterschied gewesen. Also ich habe das jetzt erst gerade nochmal genau, ich habe ja nochmal gewechselt gehabt jetzt von der, ich fahre jetzt ja Blue Streak. Ich habe ja vorher diese Poison Berry gefahren und die war schon gut, aber auch erst nach dem Service, weil sie die da eingestellt haben. Davor war sie mir auch zu weich. Da habe ich das auch so, war auch ein komisches Gefühl. Aber das liegt an der Einstellung und ich habe mich auch immer gewundert, also wieso das überhaupt so war. Also, ja. Aber die trauen sich nicht immer, das da richtig einzustellen. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich hab das ja jetzt raus. Bei mir geht das. Ja. Dein Internet war weg. Okay. Ja, oder das, ne? Das muss aber auch richtig eingestellt werden, das Niveaumat. Da muss ja dann auch dein Gewicht richtig angeben, ne? Du bist dabei, Bernd? Ja. 76 Kilo. Ja, plus Klamotte. Lass das Ding mal auf 100 einstellen. Wenn du mal jemanden mit hast oder so. Du hast auch eine ST-CVO. Ja, 1600, oder? Die schaukelt sich an ihn nicht auf. Die hat ja noch ein anderes Fahrwerk. Also, die sowieso, ja, aber auch wenn die falsch eingestellt ist. Aber, ja, genau. Aber 1600 hast du doch als Inspektion. Ach so, ich bin ja hier noch am Video suchen. Wo kann denn das Video sein? Warte mal. Oh, das ist jetzt, oh, das finde ich im Leben nicht. Wie kann ich denn das jetzt finden? Außer, ich muss, ach, das ist wieder falsch, das geht auch nicht. Ah, für sowas bin ich jetzt nicht vorbereitet. Sonst hätte ich ja gern mal, da komme ich jetzt nicht rauf. Muss mal gucken, ob ich das hochgeladen habe. Kann sein, dass ich das irgendwo bei mir im Kanal habe hier. Warte mal. Das wäre natürlich easy. Das wäre auch cool. Dürfte dann auch nicht öffentlich sein, ne? Ne, habe ich nicht hochgeladen. Na, wie doof bin ich denn wieder? Ja. Ups. Wo du auf Sardinia was, wie teuer war denn da die Nacht im Hotel, wo du warst? Ich finde das nicht. Ja, die Hotelpreise musst du abchecken. Das kommt immer drauf an. Ich bin ja nun über den Veranstalter da gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie die normalen Kurse sind, wenn du alleine dahin fährst. Also, der fährt da ja immer hin. Also, der hat da andere Kurse. Und Pedrera, wo war ich denn da jetzt auch? Jetzt geht das wieder los. In welchem Hotel war ich denn da? Ich habe das doch gepostet. Da habe ich doch irgendwo ein Reel zugemacht. Warte mal. In welchem Hotel ich da war. Pedrera, irgendwie, warte mal.
Da war ich ja da auch am Strand. Hier. Perdipera Resort. Da war ich. Perdipera. Warte mal, das kann ich doch finden, oder nicht? Da habe ich, das habe ich hast du auch Instagram? Also auf Instagram, oder hier, es musste da irgendwo das Reel dazu sein. Ja, Leute, also jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Pera, musst du mal gucken. Ich habe da irgendwo da ist ein Reel online bei mir. Wie ich das Hotel vorstelle, wo ich da war. Welches meinst du denn überhaupt? Das große, da wo die ganzen Motorräder vor der Tür standen, oder? Das war eigentlich das beste Hotel. Für mein Empfinden. Warte mal. Ich mach dir das mal an hier. Warte. Also zumindest das Video mal, dann kannst du da mal mitgucken. Das ist dieses Video mit dem Hotel. Na? So, wo ist denn eigentlich meiner hier wieder? Mein Zirkel. Da bin ich jetzt. Genau. Da siehst du jetzt, da bin ich hier in dem Hotel irgendwo. Wo ist denn, kann ich das gar nicht vorspulen? Da ist aber Pera Resort. Und das ist eigentlich ein ganz geiles Hotel gewesen. Und da konntest du genau, da laufe ich, da ist der Pool, da hinten ist dann Frühstücken und so. Das ist eine Anlage, da sind überall so kleine Häuser. Und Pera Resort, das wirst du ja finden im Internet, würde ich mal sagen. Wenn du da jetzt alleine hin willst. Ne? Ja. Ach, du hast 1000 Meilen. Okay, Don. Ja, genau. 1000 Meilen, ja, da musst du wohin. Nö. Das kannst du auch mit der Rotlight haben. Die hat das nur nicht so früh. Also die Rotlight, wenn die falsch eingestellt ist, könnte die auch schaukeln. Aber bei der Streetlight fällt das eher auf, weil die durch die Verkleidung, weil die eben halt am Lenker ist. Also da ist die Gewichtsverteilung ist einfach irgendwie anders. Also, aber wenn die Rotlight nicht richtig eingestellt ist, dann, wenn das alles zu weich ist, dann wackelt die auch. Aber das macht sie normal, also das muss ja nicht sein. Also du musst ja nur richtig einstellen lassen, dann hast du das Theater auch nicht, ne? Ja, das hast du auch nur, wenn du wirklich ab 160 und dann auch nur, wenn alles völlig falsch ist. Ja, genau. Du wirst das finden. Du warst 23 zum ersten Mal da, Carsten. Ja, Daytona Bike. Ja, ich habe das auch bei mir ein bisschen ausgearbeitet, alles auf der Seite. Ich weiß nur nicht, warst du am Strand am Freitag, wo die Bike-Show ist? Hallo Royalex. Ja, schöne Grüße. Habt ihr jetzt mal gesehen, was ich da hinten habe? Soll ich euch das mal zeigen, was das ist? Oder interessiert das keine Sau? Alter, das ist richtig cool. Das ist richtig was Cooles. Das kriegst du bloß nicht mehr. Das kannst du nicht, also normal nicht mehr. Also den Hersteller davon gibt es nicht mehr. Oh. Alter, das sind so richtig geile Sachen. Pass auf, ich muss euch das eigentlich zeigen. Es schreibt ja keiner, aber habt ihr übrigens auch mal ein Like da gelassen? Da liken immer so wenig hier bei meinen Livestreams. Mögt ihr das hier alle nicht, oder was? Aber macht nichts. So, ich könnte ja auch noch mal was verlosen. Ne? Im Übrigen gibt das bei mir, also Custom Bike Messe bin ich ja immer fleißig am Posten. Und ich habe auch Freikarten. Da kommen auch Freikarten rein. Also ich könnte, wenn ihr wollt, könnte ich heute eine verlosen oder zwei. Ne, wenn ihr wollt,
Weiß ich nicht, habt ihr Bock? Wer fährt denn von euch zur Kassenbike-Messe? Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann verlosen wir heute mal 2 Karten. Ich kriege die zwar morgen erst, aber macht ja nichts. Ja, genau. Ja, ich mache es gleich. Aber mal gucken, was ist da jetzt noch gekommen. Ja, genau, also festkrallen darf ich da eh nicht. Also, ja, wenn du das machst, da hast du recht, Jörg, genau. Streetlight muss rollen lassen. Ist dir gleich aufgefallen. Ja, genau, pass auf. Da, bang. Könnt ihr sehen, was das ist? Was ist das wohl hier? Und das ist richtig cool, Leute. Ich hole die gleich mal runter, oder? Soll ich die mal runterholen? Ich glaube, das sieht man ja so ganz schlecht. Ich habe die ja auch. Pass mal auf. Ich fange mal an mit der hier unten. Aber das ist nichts zu verkaufen. Da verkaufe ich nichts von. Also, das ist nur. Das wiegt auch richtig was. Wisst ihr, was das sind? Das sind richtig mega geile Na, ich sag mal, kommt da einer drauf? Da wird ja wohl irgendeiner wissen, was ich hier in der Hand habe, oder? Was ist das denn? Also, das ist eine Software, eine Dual-Glide. Aber wer ist der Hersteller? Das muss doch einer kennen, oder? Kann ich eigentlich der Einzige bin, der da Ahnung von hat. Also, das ist ja wohl ultra geil, oder? Könnt ihr das richtig sehen? Macht der nicht richtig scharf? Warte, das muss ich jetzt mal richtig machen hier. Warte mal, das müsst ihr. Da. Alter, guck dir das an. Ist das nicht geil? Das ist doch geil, oder? Leute, das ist jetzt das eine Ding. Was ist denn das wohl? Mal gucken, ob hier irgendeiner weiß, was ich da in der Hand habe. Du fährst zur Kassenbike, okay. Gerade, wollt ihr das tatsächlich machen? Soll ich das machen, ja? Diese Schätze, ja. Das war eine Duo-Glide. Eine Deluxe, Software Deluxe war das eben, was ich gezeigt habe. Aha. Ja gut, wenn du jetzt gewinnen solltest, du kannst mir ja Bescheid geben, wir können die ja immer noch kurzzeitig weitergeben sonst, ne? Captain America hast du gesehen? Nee, nix, Revell. Da haben wir ihn, Oliver. Du hast den Plan. Frankie Mint. Gibt's leider nicht mehr. Ich habe da früher mal mit gehandelt. Deswegen habe ich das. Revell, nee. Frankie Mint, das ist richtig. Ihr habt alle Ahnung. Genau. Maestro, nee. Habe ich aber auch. Habe ich hier auch liegen. Ich habe verschiedene Maestro-Sachen. Ich kann auch sowas mal verlosen. Aber Frankie Mint verlose ich nicht. Da stehe ich selber voll drauf. Also von der Bike hast du leider nicht viel mit. Also Daytona, ne? War hauptsächlich auf der Mainstage. Ja, die Frage war für mich eigentlich, ob die überhaupt noch da war, ne? Ja, da ist überall die Menge los in Daytona. Ja, aber Frankie Mint, das ist so ein geiles Zeug gewesen. Ah ja. Hattest du bei mir gewonnen? Habe ich überhaupt welche verlost letztes Jahr? Ich glaube ja. Sammlerobjekte, genau. Mega. Du hast auch was. Pass auf. Und das da. Night Train. Ich will mal hoffen, dass jetzt keiner hier ist, der sowas hat. Weil das ist eine Night Train. Alter, die kriegst du überhaupt nicht mehr. Sowas findest du gar nicht. Also das ist eine richtige Rarität hier. Ich finde das so geil. Das Ding wiegt ja auch. Du hast ja hier kein Plastik in der Hand, ne? Also ich weiß nicht, diese Dinger sind so geil. Ah, Leute. Da guck mal, ist das nicht cool? Aber das Geilste ist natürlich das hier oben. Das hier. Captain America. Ich habe ja eigentlich Handschuhe dafür. Für sowas habe ich richtig weiße Handschuhe. Jetzt kommt er. Na. Zack. Geil, oder? Die sind ja auch richtig mit Seriennummer hier. Das ist schon ganz geil, das Zeug. Also, vor allen Dingen wiegen die auch richtig was. Mensch, was ist denn mit der Kamera los? Hups.
Habe ich ein Bild gemacht. Na. Ja, ist cool, oder? Ist doch geil, aber das verlose ich nicht, sowas. Das gibt's bei mir nicht. Ja, aber ich bin ja hier immer noch am Operieren, hier mit meinem Studio so ein bisschen was. Also mein Licht geht jetzt wieder. Jetzt habe ich mir eine neue Bridge gekauft. Und kaum habe ich die Bridge, da geht das andere Ding, meine App, wieder. Also, was eine Katastrophe. Also, ja. Aber das ist doch geil, oder? Sammlerobjekte, mega, ja, genau. Schwarz-Weiß. Du hast eine, Daniel. Geil, ne? Ja, das sind so die Dinge, ich habe früher mit Franklin Mint zusammengearbeitet. Ich habe die Dinger verkauft. Die Sachen habe ich gehandelt. Und, ja, klar, dass ich dann. Ja, ich habe auch noch ein paar Autos. Mhm. Ja, im Original auch nicht, ne? Die ist so oder so rar. Ah, nee, das ist. Ja. Die Captain America haben einige. Auch Billy Bike dazu. Die habe ich auch irgendwo. Also, ja, das ist schon cool. Das macht echt so irgendwie, weil sie auch so wertig sind. Ich finde das ja auch so geil. Normalerweise, das war jetzt der absolute Frevel von mir, dass ich die jetzt so angefasst habe. Ich habe richtig so schöne weiße Handschuhe dafür. Aber ich wollte jetzt mal ein bisschen angeben. So, aber dann ist das halt mal so, ne? So, noch was anderes, genau, zu meinen Klamotten. Ihr fragt mich ja immer, was für Klamotten ich habe. Das war auch noch so ein kleines Thema, was ich mal. Und ich habe ja immer viele Sachen von Harley. Ich kaufe mir ja auch immer viel. Ich habe mitunter auch mal welche Sachen, die ich von denen irgendwie so kriege oder wo ich sie günstiger einkaufen kann. Also bei mir, ich habe immer halt was. Und ich habe auch viele Sachen, die ich wirklich lange trage. Und da gehört das Ding dazu hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Ding hat nur ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Seht hier. Da habe ich schon die Farbe rausgewaschen hinten, aber nicht durch die Waschmaschine. Mit dem Ding bin ich die ganze Saison unterwegs gewesen und dann bin ich immer viel nass und dann habe ich immer die Kapuze draußen gehabt. Die hätte ich ja eigentlich auch abmachen können. Und da ist die ganze Farbe schon rausgewaschen. Alter, ärgere ich mich so, weil ich diesen mittlerweile ja nicht mehr so schön anzusehen, aber das Ding habe ich so gerne an, aber ja. Ich trage die Sachen auch. Ich habe hier, was auch noch ist, ich weiß ja nicht, wenn ihr noch mal über Klamotten, also ich gehe mal so die Themen durch, sonst sind wir ja. Die habe ich das ist eine 214er, 15er Lederjacke. Die habe ich auch schon auf der halben Welt angehabt. Und das Ding habe ich jetzt leider die letzten 3 Jahre, weil ich auch immer nicht alles mitnehmen kann. Mit dem Ding bin ich auch unheimlich gerne gefahren. Jetzt frage ich mich, wie ist das bei euch mit den Klamotten? Fahrt ihr noch mit Lederjacke? Also, guck mal, die kannst du ja hier oben aufmachen, ne, mit dem Reißverschluss und so. Das ist schon ganz geil, ne? Also, da kannst du zum Belüften und so. Also, vor allen Dingen, mit der habe ich so viele geile Touren gemacht. Und so eine Lederjacke, weißt du, da setzt du dich dann auch mal drauf oder so. Ich weiß nicht, so manche Sachen, an denen hänge ich einfach genauso wie die hier. Mit der, die kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Die sieht nur jetzt auch schon nicht mehr schön aus. Mit dem Ding, da gibt es auch schon wieder, aber die ist auch nicht dünn, ne? Also die ist richtig dicht. Also so eine Sommerjacke eigentlich eher. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die habe ich auch schon 2 Jahre. Oder 3, ich weiß das gar nicht mehr. Ne, 2 Jahre, glaube ich. Mit dem Ding fahre ich unheimlich gerne. Also die ist auch fertig. Im Grunde genommen ist die schon fertig. Weil hier auch die Farbe schon raus ist. Das ist so das Blöde, ne? Manchmal, aber wenn du sie so reizt, ja, willst du machen, ne? Aber so zu meinen Klamotten. Ich wollte, also, weil mich ja immer irgendwelche Sachen, also ich werde da so viel zu meinen Klamotten gefragt. Und aus manchen komme ich ja ungern raus. So, die ziehe ich eigentlich immer wieder an. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag die einfach. Oh. Sterne, ja, Sterne, lass auch ein Like da, ja? Das mit den Sternen weiß ich gar nicht. Also, Facebook,
ich muss bei Facebook, die schicken mir, ich muss immer alles Mögliche mitmachen da. Und jetzt habe ich ja Abos drin. Also ihr könnt für einen Haufen Kohle, könnt ihr mich an die nächste Million bringen. Und wie das mit den Sternen funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie Sterne irgendwo hingeschickt und mir hat noch nie irgendwie einer einen Stern geschickt. Da ist ganz oben in den Kommentaren, ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Das ist jetzt jedes Mal beim Livestream oben mit drin bei mir, weil ich das wohl aktiviert habe. Aber ich muss solche Sachen immer, weil ich so Challenge mache und naja, egal. Ja, mein Helm sieht gut, ja, aber das sieht auch nur in der Kamera gut aus, wenn du das live sehen würdest, wie die Farbe daraus ist. Aber so eine Sache, die Klamotten, was ich eigentlich sagen will, dass man mit solchen Sachen, genauso wie mit den Motorrädern, ja auch die Geschichten erlebt. Und so wie die Lederjacke, die habe ich in den USA, auf Kuba, die habe ich schon überall mitgehabt. Und diese Sachen, diese Klamotten, da verbinde ich dann auch immer so Storys mit. Und ja, und irgendwie ist das immer cool und schön. Und deswegen trage ich unheimlich gerne auch so diese Sachen, ne? Ja. Oder Jacke. Du hast alles für die... Naja, gut. Was du hast, das hast du, ne? Also, wenn du erstmal die Panamerika hast, ist alles gut. Ja, denke ich mal. Ja. Schweizer Uhren. Ja, kann man ja auch machen, ne? Also, das ist ja nur dann schon wieder eine andere Liga, ne? Aber es gibt ja viele, die auch gerne diese Uhren sammeln, ne? Also... Ja, aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass da die Farbe rausgegangen ist. Kann man ja wieder reinmachen. Das ist, also bei Schwarz ist jetzt nicht so schlimm, ne? Da kannst du das ja wieder nachfärben. Ja, aber sie sind auch schon mal wieder runter. Und dann die Problematik ist immer, dass sie dann diese Qualität, ich sag mal, die müssen ja dann auch so verkauft werden. Und viele Sachen gehen ja dann heute auch über einen Online-Shop und so weiter. Und dann dann fehlt ja so ein bisschen die Beratung. Und B, dieses Anfassen. Weißt du, ich bin ja so einer, ich gehe gerne in den Laden. Ich gucke mir diese Sachen, gucke ich mir gerne im Laden an und kaufe die dann auch da, weil da weiß ich dann gleich, das passt. Und hier mit der Jacke da, wo ist die denn jetzt hier? Da habe ich das ja auch gehabt, hier mit der, das ist ja hier Realtree. Die passt mir in meinen sonstigen Größen nicht, die ist größer. Ne? Das Thema hatten wir ja letzte Woche. Normal habe ich 2XL und die habe ich jetzt in XL. Kommt jetzt die Geldfliege wieder her hier. Ich habe 9 Grad draußen. Ich habe so eine Stubenfliege drin. Ja, genau. Ja, Klaus, Lederjacke ist das Beste, ne? Als Klapphelm, oh Gott, ich kenne nur den einen und den ich habe, das ist ich habe einen Panamerika-Klapphelm. Ich habe den jetzt nicht hier. Ich habe auch schon den zweiten, weil der erste, da ist schon eine riesen Schraube gegen geflogen und der hat, glaube ich, 1600 Gramm. 1620, also der ist nicht so schwer. Aber er hat echt einen Nachteil, der ist laut. Ich habe andere Harley-Helme, die sind leiser, aber sind dann halt keine Klapphelme, ne? Und mich fragen ja viele zu meinem Helm, den ich immer aufhab da, weil das halt auch ein Klapphelm ist. Und wenn du ihn aufmachst, sieht es halt immer scheiße. Irgendwie siehst du immer scheiße aus mit so einem Klapphelm. Ich weiß auch nicht. Aber ist halt so, das ist natürlich immer schnell mal gemacht. Ne? Wenn ich jetzt so, ich finde, das hat schon einen Vorteil, so ein Klapphelm. Ne? Du musst ihn nur bei der Fahrt auch wieder zumachen, weil sonst bringt es ja irgendwie auch nichts. Also, aber so gerade wenn ich so an der Mautstation bin und dann hast du ja hier, wenn du dann Handschuhe anhast, dann geht das immer so schlecht mit dem Code eingeben. Dann mache ich immer kurz Klappe hoch und dann habe ich Face ID und dann kann ich da das Handy ranhalten, bezahlen und ranbauen und weiterfahren. Ne? Ach so, hier, genau. Handy, auch so eine Sache. Guck mal hier, das ist ja noch das 16er. Und beim 17er, da gibt es jetzt die Hülle, aber es gibt ja auch dieses Harley-Branding und die kommen jetzt auch nächste Woche oder so. Für die Leute, die sich für sowas interessieren. Also ich bin so ein Gestörter, ich brauche sowas. Ich habe ja hier auch so einen 17er und muss ich dann nachher auch so eine andere Hülle haben, damit das da alles passt. Und für die Leute, die Harley-Branding haben wollen, das ist SP Connect. Das sind ja die einzigen, die jetzt dieses Harley-Logo darauf kleben wollen. Wer sowas braucht nicht jeder, geht auch ohne Harley-Logo. Aber wer ein bisschen mit Harley-Style fahren will, der kann dann davon ausgehen, dass jetzt irgendwann in der übernächsten Woche, dass die da bei denen auch verfügbar sind. Ich habe nämlich mal gefragt.
Einfärben, genau. Jörg, du fährst auch gerne in Leder. Immer oldschool mit Lederjacke, ne? Ja, das ist eigentlich immer schön. Holzfällerhemden, ja. Mit Protektoren kann man auch machen. Das ist auch eine coole Nummer, ja. Sieht auch immer cool aus. Ne? Die sind ja auch nicht so dünn. Finde ich auch gut, ja. Kalte Tage mit der mit Lederwarm mit Textil, genau. Immer schön alles zusammenpacken und dann Zwiebeltechnik. Genau. Hier. Oh, Scheiße. Genau, das war auch noch so eine Sache. Die war jetzt mal irgendwo mit drin. Ich habe mal eine Jacke gekauft, so eine 3 in 1. Und da war sowas mit drin. Und die Jacke siehst du bei mir eigentlich nicht, weil das ist ein Windstopper. Kann man jetzt wieder schlecht sehen. Das ist ein reiner Windstopper. Ist leicht so ein bisschen mit so einem leichten Vlies. Also die ist nicht ganz dünn. Aber das sind so Sachen, wenn ich jetzt weiß, das wird schwierig. Denn, ne, also das Wetter verändert sich ins Negative oder so. Oder andersrum. Es ist ja nicht immer alles gleich. Und wenn ich dann lange Strecken fahre, deswegen stehe ich absolut auf Zwiebeltechnik und also Zwiebeltechnik heißt ja Schichten, verschiedene Schichten, 3, 4 Jacken, also ganz unter sowieso was darunter, dann vielleicht, dann habe ich ja sowieso immer diese schwarze, also mit so einem Jeans, diese verstärkte Motorradjacke, wie heißt die denn jetzt überhaupt? Ah, hier. Ja, genau. Die hier. Sowas habe ich ja, die hat ja auch schon Protektoren. Die habe ich sowieso immer über dem T-Shirt an. Also die habe ich sowieso. Und dann habe ich diesen, wenn es kalt werden sollte, kommt dann so ein Windstopper und dann noch irgendwas Festeres. So. Und das ist dann so die Sache, mit der ich immer rumfahre. Ne? Ja. Ja, Windstopper bringt auch immer was. Also vor allem ein kleines Packmaß, die ist nicht so groß. Ne? Achso, ja, pass auf. Wollen wir das mal machen mit diese 2 Gewinnkarten da. Ich würde sagen, ich muss das jetzt händisch, ich will das hier gleich loswerden alles. Ich werde gleich die Namen hier alle mit reinschreiben. Und genau, wir haben jetzt hier Leute, pass auf, was wir jetzt machen. Guck mal, das ist jetzt das Rad. Das ist das gelbe Rad. Und das werden wir gleich füllen. Den brauchen wir jetzt nicht. Und zwar nehmen wir einen Hashtag. Warte mal, was ist hier los? 200 Sterne, circa 3 Euro. Wie geht das denn jetzt? Muss man für 3 Euro kriegt man 200 Sterne oder wie geht das? Ich hab mich noch nie damit beschäftigt. Da dauert das ja lange, bis ich zur nächsten Million komme. Bei kühleren Temperaturen immer mehr, mit Lederjacke. Ein schwarz-weiß kariertes Hemd fahre ich auch. Aha. Ist aber luftdurchlässig. Könnte frisch. Du, sag mal, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und ich bin mir nicht sicher, ob das da Unterschiede gibt. Hast du das gleiche, was ich habe? Also, ich habe da ja so weiter gar keine großen Schriftzüge drauf auf dem Ding. Und ich meine, weil neulich sagte das schon mal einer zu mir, dass das luftdurchlässig ist. Und ich habe da bei meiner Jacke nicht das Gefühl. Ich glaube, das sind unterschiedliche Jacken. Ja, nö, Kutte trage ich ja nicht. Das mache ich nicht. Ich habe zwar auch noch eine, ich habe eine schöne Kutte. Richtig eine gesteppte, also mit hier, wie heißen die, diese Lederstriemen an der Seite da. Also ich habe eine richtig gute Kutte. Aber ich trage keine Kutten. Für den Used Look. Ja gut, ich baue mir die selber hin, ne? Also bei mir durch das Abtragen. Und bei mir ist das ja, also ich verbinde ja mit all meinen Sachen auch immer eine Geschichte, genauso wie mit den Motorrädern, mit denen ich da immer unterwegs bin. Nein, bitte bis morgen. Agi, ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst.
Du wartest schon auf SP, okay, ja genau, ich auch. Ne? Deswegen, ich hatte mit denen geschrieben und ich kenne da keinen, ich habe einfach einen Support angeschrieben. Ich kaufe mir die Sachen auch selber da. Also das ist keine Werbung hier oder irgendwas. Ich habe das nur selber. Und ich bin selber am gucken und hatte nun gefragt, wann das ja jetzt kommt, weil ich weiß überlegen, weil bei solchen Sachen, das muss ja immer lizenziert werden bei Harley. Und ja. Warum ich sage Handy? Verstehe dich jetzt gerade nicht. Und nein, bitte bis morgen, warum du sagst Handy. Ja. Du, ich finde das sowieso geil. Jeder, ja, aber mich selber interessiert das ja immer schon, wie die Klamotte ist. Aber ja, du nicht hört, ich weiß nicht, was du da redest. Warum kein Replay? Wer bist du denn überhaupt? Ich kann mit dir nichts anfangen hier, Lajo. Ja, keine Ahnung, wer Lajo ist hier. Gute Nacht, genau. Ich habe keine Ahnung, was du willst und wer du bist und was mit dir los ist. Aha. Ja, ich kann auch Englisch. Aber ich rede jetzt hier kein Englisch, Ajo. Du gib mir hier nicht auf die Nüsse, sonst fliegst du raus. Mann, was soll ich denn? Ich habe keine Ahnung, wer das ist hier. Ruhe, genau. Auf die Geschichte. Ach, guck. Da kann ich jetzt nicht so. Das weiß ich jetzt nicht. Lass uns doch mal Custom Bike Messe hier. Los, CBS, also Raute, CBS 2000. Wie war denn das? Warte mal. Wie war das Logo? Ich bin dabei. Was haben die da reingeschrieben? Heißt das, ich muss mal kurz gucken. Ist das CBS 2025 oder was ist das? Oh, Alter, jetzt habe ich hier wieder Riesenbildschirme hier alles. Du meldest dich ab, Thorsten, alles klar. Ja, ich werde hier jetzt noch mal schnell ein paar Freikarten verlosen. Wer hier mitmachen will. Ich kann nur eben das. Ja, doch. Raute CBS 2025. Also, ich mache das mal so. Das will ich sehen. So, und wer das jetzt hier, also nochmal vorweg, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und das Gewinnspiel endet auch mit dem Livestream hier. Wenn ich sage, es Ende, dann ist Ende. Und ich versuche jetzt möglichst jeden, oh Gott, Leute, nicht so schnell. Copy. Oh, ich sehe schon, das wird ein Drama jetzt. Das wird ein Drama. Band. Costa. Ich muss euch jetzt hier alle reintragen. Das ist das Problem. Band. Ihr seid ja alle dabei. Annika, also auch nur einmal, ne? Ich kann ja nicht jeden doppelt hier, ich sehe das ja dann auch, weil das machen wir live, direkt live hier. Also ich schreibe hier eure Namen alle rein und ich muss nur sehen, wen habe ich jetzt zuletzt? Annika habe ich jetzt drin, Klaus. Das ist ja wieder die Herde hier. Du, das ist ja vielleicht auch wieder eine blöde Idee von mir. Also, jetzt kopiert er mir immer dieses CBS mit raus. Oliver. Oliver, auch du sollst mitmachen. Ne? Oliver Reno. Das kann ich auch so da reinschreiben. Klaus Bleich.
Ja, also, was denkt ihr denn? Also, ich finde ja so Custom Bike Messen, ich unterstütze das unheimlich gerne. Denn ich finde, solche Messen, Mann, das vermissen wir erst, wenn das alles weg ist. Ne? Und das Problem ist ja, dass die ganzen Aussteller immer mehr Probleme haben. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Dass dieser Transport, bis du denn da bist, das kostet ja auch alles einen Haufen Kohle. Und die sind ja heute schon dabei, dass sie selbst wenn sie mit einem kleinen LKW fahren, dann zahlst du heute schon Maut. Ne? Oh, Frank Davidson ist auch dabei. Klaus, habe ich dich nicht eben schon drin gehabt? Doch. Genau. Einmal reicht doch. Achso, du hast einmal mit und einmal ohne hier Raute. Ja, gut, ich sehe das ja. Wenn ich deinen Namen jetzt hier drin habe, ist er drin. Deinhard. Also ich mache das nicht morgen, ne? Das mache ich jetzt. Also wir gleich, wenn ich jetzt hier alle Namen drin habe, dann zähle ich dann noch, wenn ich alle habe und keiner mehr da ist, dann habe dann Harley 6670. Dann ist hier Ende. Renu, du hast auch schon einmal drin gehabt. Das reicht. Ihr müsst jetzt hier, wenn ihr irgendwas falsch gemacht habt, ist nicht so schlimm. Ich nehme die jetzt kontinuierlich mit rein. Also, ich sehe das ja. Ich habe ja hier so eine Liste, diesen Chat, den ich hier habe. Und der ist ja, egal, in welchem Portal ihr da jetzt seid. Er schreibt mir die hier raus. Und ich sehe das ja, die doppelten filtert der hier raus, wenn ich das gleich einstelle. Rico, Martin Michels. Ja, wie gesagt, also ich finde das wichtig, dass wir diese Messen haben. Gerade die Bike Show da, also das ist doch allein diese 1000 Bikes, die da rumstehen, ne, die man da alle sehen kann. Und ihr seht ja, wenn ich da am Posten bin, was da immer alles für Bikes bei sind. Ne? Rosetta, die habe ich jetzt auch. Daniel. Ja. Erwin, du bist auch dabei. Thorsten Salz. Ups, falsch geschrieben. So, wo ist er jetzt? Da. Also du bist ja richtig wie Salz geschrieben. Salz wie das Salz, sagt er dann wahrscheinlich auch mehr. Ja, Klaus, das ist ein Pflichttermin, ne? Genau, dann haben jetzt alle dabei. Michael, du noch, genau. Und wir wollen ja auch nicht mehr so lange machen, ne? Also, ich will das hier gleich auch erliegen. Royalex. Das ist also, dass ihr das, ich finde es ja cool. So, pass auf. Wir wollen mal kurz gucken, was das Rad macht. Ich mache erstmal alle. Guck mal, Leute, da seid ihr jetzt alle drin. Das habe ich jetzt gemacht. Das ist doch geil, oder? So, Leute. Hat noch einer keinen Fahrschein? Also, wir wollen ja hier sonst nicht so lange rumfummeln. Wie gesagt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich gucke nochmal. Nö, haben wir alle, oder? Ja. Also, wie gesagt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gibt einen Code, den müsst ihr dann da bei dem Veranstalter einlösen. Das Ticket könnt ihr dann mit dem Code, den ihr von mir bekommt, den bekommt ihr diese Woche jetzt. Also morgen werde ich die haben. Bekommt ihr von mir den Code.
Und dann könnt ihr euch das Ticket da erstellen lassen, dann schicken die euch dazu, oder das geht online, ich weiß gar nicht, wie das geht. Auf jeden Fall gibt es da ja dieses Ticket-Ding da. Und dann müsst ihr euch da anmelden und dann kriegt ihr das Ticket. So, Rechtsweg ist ausgeschlossen, es gibt 2 Tickets. Und wenn du jetzt einer bist, der gar keine 2 braucht, dann kannst du ja sagen, Mensch, ich brauche nur 1, dann machen wir das, dann drehen wir das Rad 2-mal. So, und die Sache ist so, dass ich da mehr Tickets habe. Und das machen wir jetzt heute. Nächste Woche mache ich das dann vielleicht auch, je nachdem, wo ich da bin. Wenn ich es nächste Woche nicht mache, dann verlose ich über die Woche drauf 2. Oder 2 mal 4. So machen wir das, ne? Dich habe ich vergessen. Nein. Ich habe dich vergessen? Habe ich dich vergessen? Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Gucke ich nochmal. Kann das sein, dass ich die vergessen habe? Möglich ist das. Okay, pass auf. Ich zeige euch jetzt nochmal das Rad. Und dann guckt ihr, ob ihr dabei seid. Na? So, ich denke mal, ist auch keiner doppelt, oder? Seht ihr da irgendwie ein doppelt? Ich nicht. Und nö, das ist doch so alles in Ordnung. Ja, wollen wir mal kurz gucken, ist hier noch irgendwie einer? Habe ich irgendeinen vergessen? Also ansonsten drücke ich jetzt gleich auf den Knopf. Ta. Gut, Leute. Also, habt ihr alle den Daumen da gelassen? Und dann würde ich jetzt sagen, ich habe alle drauf. Ne? Ja, es sagt keiner mehr was. Ihr seid jetzt alle gespannt. Ich würde sagen, dann, warte, habe ich hier nicht irgendwo ein ich habe hier irgendwo einen Gewinnspielmodus. Nee, der ist das nicht. Ja, das ist er. Gewinnspielmodus gestartet. Teilnahme jetzt möglich. Leute, jetzt geht's los. Jetzt ist das Spiel beendet. Also Teilnahme geht nicht mehr jetzt. Roland ist doppelt. Tipptopp, jetzt warte. Roland ist doppelt. Da muss ich jetzt gucken. Das ist ein Einwurf. Da muss ich sehen. Roland ist doppelt. Roland Reichsmann. Tatsächlich. Der Roland Reichsmann der war der Erste. Gut. Aber Leute, das ist ja jetzt nicht das Problem. Das haben wir. Zack. Jetzt geht's aber los, Leute. Jetzt drücke ich auf den Knopf. Hau rein, ja! Und los! Wer ist das? Thorsten Salz! Ta. Gut. So schnell ging das. Wieso ging das so schnell? Das ging viel zu schnell. Alter, das war ja wohl. Thorsten Salz. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst von mir 2 Karten, wenn du 2 brauchst. Wenn du nur eine brauchst, drehen wir nochmal. Du kannst gar nicht. Gut. Du hast gewonnen, Thorsten. Nee. Martin, bin ich nicht. Nee. Ja, Martin, nee. Also, warte, ich bin nicht angestellt da. Achso, bin ich da wieder da drin. Alter, jetzt muss ich auch immer aufpassen. Nee, ich bin nicht angestellt. Ich bin freiberuflich. Genau, Glückwunsch. So ist das. Du müsstest mir erstmal, brauchst du nur die eine, Thorsten, oder? Du brauchst nur eine Karte. Leute,
Also, dann drücken wir doch nochmal drauf. Und ich muss einmal kurz gucken, warum das so schnell war, das Rad. Ich habe das falsch eingestellt. Oh, komm, der soll ruhig ein bisschen länger drehen jetzt. So. Thorsten, hier muss ich einmal kurz sehen, ob ich dich... Thorsten, ich muss dich einmal rausnehmen. Du hast ja jetzt eine gewonnen. Tata. Leute, also wir drehen nochmal. Dann kriegt jetzt noch eine Karte. Was haltet ihr davon? Das finde ich total fair von dir, Thorsten. Sowas, das finde ich fair. Ja. So. Nee, Michael. Das geht nicht. Ich sehe das hier gerade, Michael. Pass auf, jetzt dreht das Rad aber ein bisschen länger. Ja, ich habe das jetzt auch richtig eingestellt. Du musst los, Don. Ich will mal hoffen, dass du jetzt nicht gewinnst. Pass auf, ich drück schnell drauf. 15 Sekunden hast du noch. Pass auf. Und los geht's. Modus aktivieren. System aktiviert. Gewinnspielmodus gestartet. Teilnahme jetzt Und möglich. los geht's. Ich finde das so geil. So. Bam. Michael, du hast die andere Karte gewonnen. Ich hoffe, du kannst da was mit anfangen. Und ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Michael, du und Thorsten Seitz sind die Gewinner. Und ja, ich denke mal, hast dich weggedrückt. Thorsten, alles klar. Michael, du und Thorsten, also ich muss euch, ihr müsst mich anschreiben, ne? Also per E-Mail. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil sonst, wie soll ich das sonst machen, Thorsten Seitz? Also info@harliesheit.de. Dann schickt ihr mir das kurz und dann schicke ich euch morgen oder übermorgen den Code für die Karte. Ich will mal hoffen, das geht auch nicht, dass das immer 2 sind. Ich weiß es nicht genau. Ich muss mal sehen, wie die da sind morgen. Also ja, Glückwunsch den Gewinnern, ihr seid fair. Genau, so ist das doch richtig. Also habt ihr da Bock auf so einen Scheiß? Ich weiß das nicht. Also, ich finde es ja live auch viel geiler, wenn ich da, weil das auch viel besser gemacht ist, nur die Problematik ist da, wenn ich da 100 Namen eingeben muss hier, ich meine irgendwie, ich mache das, ne? Wenn wir denn die Zeit haben, alle haben wir ja eigentlich, so bei den Jacken und so, ich finde es eigentlich viel geiler, weil wenn ich das jetzt hier alleine mache, ist das auch cool, aber ich muss dann ja nochmal ein Video hochladen und, ne? Das ist ja so eigentlich viel cooler, ne? Ja. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wisst ihr, ich habe ja noch andere Sachen. Ich habe ja, ich sage ja, so ein Schild noch und pass auf, das mache ich auch. Ich habe ja jetzt, ich drücke jetzt noch einmal das Schild, wo ich jetzt alle drin habe. Ich werde jetzt der Michael, du musst jetzt auch noch einmal raus aus diesem Ding hier, weil du hast ja jetzt schon was gewonnen. Und das werde ich jetzt machen. Ich werde euch das hier jetzt nochmal reinfeuern hier. Also irgendeiner, dem schicke ich das dann per Post. Nur wie gesagt, wenn du das jetzt gewinnst, dann kriegst du, was war das? Mein Name reicht. Das feuere ich noch raus. Das schicke ich dann demjenigen zu, der da was gewinnt. Also pass auf, Leute. Das machen wir jetzt nochmal. Da. Einmal machen wir noch, weil ich die ganzen Namen schon drin habe und ihr jetzt auch Bock drauf habt. Also, der nächste Gewinner kriegt dann jetzt einmal hier so ein Parking-Only-Schild. Los geht's. Dann, Ton ist weg. Tan. Los. Und. Na?
Rosetta. Der Ton ist nicht, hat sich jetzt verabschiedet von dem Scheißding. Aber ist egal, Rosetta, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt auch noch was gewonnen. Außerplanmäßig. Ich hoffe, du kannst da was mit anfangen, oder? Ansonsten auch immer ein cooles Geschenk, ne? Das ist ja hier, von wem habe ich das überhaupt? Nostalgic, diese Dinger kriegt ihr ja überall auch, ne? Ja, so Leute. Also, Rosetta, du bist noch da. Du müsst mich anschreiben. Wer mich bis Mittwoch oder so diese Woche nicht angeschrieben hat, der kriegt nichts, ne? Also, ihr müsst mich schon anschreiben. Ne? Aber ich denke mal, ihr denkt da dran. Also, info@harleyside.de und man sieht sich demnächst immer so. Ja. Genau. Du findest das geil. Leute, wir wollen nur ein bisschen Spaß haben. So, und das ist es doch. Und ich habe da Spaß dran. Und ja, das ziehen wir hier durch. Und der Winter, wenn wir das jede Woche, vielleicht mache ich das auch zweimal die Woche. Ich kann das auch jeden Tag machen, hier, wenn ich Zeit habe. Ich habe bloß keine Zeit. Rosetta, wo bist du? Bist du noch da? Da ist sie. Ja, du freust dich hoffentlich auch. Hier, du hast ein Parking-Only-Schild gewonnen. Du müsstest mir deine Adresse schicken. info@harleyside.de und dann schicke ich dir das mit der Post. Ne? Ja, wie gesagt, also, naja, jetzt haben wir ja lange genug. Ne? Was ich nochmal machen wollte, ist so das mit den Videos. Pass auf, ich suche nochmal, ich gucke mal eben, ob ich hier jetzt schnell mal so ein Video nochmal finde, damit ihr wisst, was ich meine. Wo habe ich das jetzt hier alles? Ich würde nämlich gerne so ein paar Videos, die aus dem Background. Ich gucke mal, ob ich jetzt schnell was finde. Nee, da geht's wieder nicht. Ach, schade. Das hätte ich ja sonst schnell mal machen können. Und ja gut, das machen wir nächstes Mal. Ich habe so ganz viele so richtig so Behind-the-Scene-Filme von OCC. Und auch andere Sachen noch. Also, Mann, Alter, ich habe hier so viel Festplatten, da wirst du ja manchmal auch irre, ne? Wieso komme ich denn da jetzt nicht rauf? Das ist doch wieder ein Scheiß. Naja, egal. Ach so. Will er jetzt nicht. Naja, geht nicht. Komme ich jetzt nicht rauf. Bin auf einem anderen falschen Rechner hier. Ja, Leute, dann lassen wir das. Dann würde ich sagen, das mache ich aber mal, oder? So Videos von meinen ganzen Besuchen, die ich da in den USA hatte und sowas alles. Besser als Fernsehen. Ja, genau. Hauptsache, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und das ist doch der Sinn der Sache, dass wir jetzt den Winter hier irgendwie überbrücken. Ich lasse mir noch ein paar Ideen einfallen. Wie gesagt, ich habe ja ein paar tolle Partner, Sponsoren, die hier irgendwelche Sachen hier auch gesponsert haben. Ich habe ja noch 2x50 € Gutscheine für den Shop. Ich habe jetzt hier noch ein paar Eintrittskarten zur Custom Bike Messe und ja, ich habe noch 5x2 oder ich habe auch mehr. Ich werde ja auch normal noch welche verlosen. Ich habe einen Haufen Karten. Die verlose ich alle. Also irgendwie so. Und ich bin ja immer unterwegs. Also ich mache es ja immer für die Sache hier. Und damit wir alle ein bisschen Spaß haben und lass es mal machen, oder? Wisst ihr, ich finde das ja nur immer lustig. Das gibt ja diese ganzen anderen Streamer, wie heißen die alle hier? Diese Knossi Hossi und diese, wie heißt der andere da? Der mit seinem Gönnergy-Zeug da. Der saß neulich mal, Alter, da weiß ich gar nicht, wie heißt der jetzt, dieser Typ da, dieser dicht tätowierte aus Buxtehude, der da. Der saß, ich weiß gar nicht. Ach, scheiße jetzt. Hier mit dem Hoodie, mit dem Hoodie, Factory Racing, saß der da neulich, was macht der mit einem Harley-Hoodie? Irgendwo war da ein Video mit diesem, wie heißt der jetzt? Monte, ne? Da saß der mit dem Harley-Hoodie im Stream. Was macht der mit dem Harley-Hoodie? Das habe ich mich jetzt auch überhaupt gefragt. Aber ich sag mal so, warum sollen denn nur so die jungen Leute da ihre Streams machen, ne? Ziehen wir doch auch durch sowas. Ja, genau, die Themen werden uns schon nicht ausgehen. Ja, ich bin ja sowieso eine frohe Gemut hier. Also mir kannst du ja so schlecht die Laune verderben. Geht auch, ne? Dann musstest du auch aussehen, dass du wegkommst. Also, ja.
Genau, Hubert, alles gut. Ah, Montana Black, genau, so heißt der Vogel da. Ja, der ist ja so ganz witzig, ne? Also ich habe das auch schon mal gesehen. Der sind so 2, 3 Sachen, die der da macht. Ich hatte mich nur gewundert, was der mit so einem Harley-Hoodie macht. Ja. T-Shirts? Ja, ich habe tatsächlich hier T-Shirts. Ah, nee, warte mal. Ich habe... Ah. Ich weiß nicht, wo das jetzt ist. Ich habe hier irgendwo... Ein Hoodie hatte ich hier neulich. Ich habe hier noch einen nagelneuen Hoodie. Der liegt hier jetzt hier vorne. Ich habe da ein paar Klamotten liegen. Ich habe noch ein paar Sachen, aber das... Wie gesagt, das eine ist ein Hoodie und... Ja... Ja, aber wie gesagt, ich werde mal einen Tag mit OCC machen. Und da habe ich ganz viele Sachen. Und da lacht ihr euch auch schlapp. Also das Geilste ist eigentlich das Video das Weihnachtsvideo, was ich mit Paul und Mikey mal gemacht habe. Ja, genau. Die Jukebox, die gibt's nicht mehr zu kaufen. Ja. Alles muss raus. Doch, ich habe noch ein paar Klamotten. Ich habe ja selber noch ein paar Sachen, die... Ich habe da einfach Bock drauf. Die ist von der Rothaus Collection. Pass auf, hast du was zu schreiben? HDL 17002. Rums. HDL-17002, das ist die Bestellnummer von dem Ding. Wenn du sie irgendwo findest. Ne? Ja, genau. Aber jetzt wollte ich ja abschalten, oder? Ja, ich finde es ja sonst ganz geil. Weißt, ich würde ja gerne auch so Videos laufen lassen im Hintergrund und die so bequatschen. Wisst ihr, das gab ja mal diese Polizeikontrolle da in Bayern auf der A8 mit den Münchnern. Und das Geile ist, da haben sie doch diese Belgier mal festgenagelt. Die durften ja nicht mehr weiterfahren mit ihren alten Sportster, Digga. Mit diesen Umbauten. Und der Witz an der Sache ist, dass ich die Jungs gefilmt habe, als die zum Farkasee hingefahren sind. Das wäre natürlich ganz geil, wenn dann erst so meine Videoaufnahmen, wie sie an mir vorbeiballern, so und die Dinge haben ja auch gerummelt, das war richtig geil. Deswegen habe ich die auch überhaupt gefilmt, weil die einfach so richtig geil waren, die 3. Da waren es noch 3 und 2 von denen, die haben sie ja da angehalten und dann auch festgemacht da. Also die durften ja nicht mehr weiterfahren. Über so ein Video könnte man natürlich mal richtig ablästern. Geht bloß nicht wegen diesem Copyright. Also ich hatte das mal versucht hochzuladen, aber das ziehen sie dir direkt raus. Habe ich gleich hier, das kannst du total vergessen eigentlich. Also, ja, schade. Ich muss mal sehen, wie man das mal machen kann, dass das legal ist, dass ich mir hier nicht noch irgendwie einen einfange. Ne? Ja, gut, meine Freunde. Also spätestens bis nächste Woche, würde ich sagen, weil ich werde einen Livestream machen, werde euch die neuen Farben zeigen. Das ist so der Plan. Weiß nicht, ob ich es 100%ig mache. Das ist ja auch immer viel Riss. Ich bin dann 3 Tage verschwunden wieder. Das ist ja, kann ja dann auch nicht arbeiten. Und, aber ich würde das machen und dann habt ihr die neuen Farben. Dann reden wir mal über die neuen Farben 2026. Das waren schon 2 coole Bikes. Was meinst du denn? Was waren denn 2 coole Bikes? Ja, tschüss Rosetta, genau. Ja, und denk dran, mir deine Adresse zu schicken. Ne? Dann schicke ich dir das mit der Post. Und die anderen beiden Karten, ja, das mache ich dann morgen, kriege ich die Dinger da, die Codes. Und dann schicke ich euch die Codes und dann könnt ihr euch da die Dinger runterladen. Ne? Ja, dann, ja, ach so, ja. Ach, Alter, ja, Roland, sorry. Ja, gut, da war ja nichts dran. Aber in Belgien haben ja auch so nicht diesen TÜV da. Na, das interessiert ja keine Sau. Ja, naja, egal. Gut, meine Freunde. Das ist der falsche, oder? Ne, ist ja gleich, ist scheißegal. Bam. So. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, bleibt gesund. Die Gesundheit ist das Allerwichtigste, was wir haben. Das sage ich immer wieder. Ja. Und gönnt euch auch immer mal ein paar Minuten Freizeit. Nicht immer nur arbeiten, nicht immer nur das Schlimme. Und nehmt euch auch mal ein bisschen zurück und gönnt euch was für die Seele. Macht den Spaß mit hier. Lasst ein Like da, ne? Ein Abo, wer es nicht gemacht hat. Und danke für euren Support, meine Freunde. Ciao, bis zum nächsten Mal.